Ja, ich war in der Stadt Zug Stadtpräsident in der Zeit, als das Thema Blockchain dann richtig aktuell war. Also es war meine letzte Legislatur damals, als Blockchain aufkam. Ja, da war ich im Baudepartement und wir hatten im Stadtrat die Idee, s Bitcoin, was ist Bitcoin? Zug wurde eine globalisierte Kleinstadt, kann man so sagen. Eigentlich offen gegenüber der Welt, aber im Herzen sind die Zuger immer noch recht bodenständig, also wie damals beim kleinen Städtchen am See. Und wir haben dann gefunden, ja, wir müssen was anderes machen. Wir müssen Zug zukunftsfähiger machen. Wir haben uns zunächst einmal ein Bild darüber gemacht, was für Unternehmen überhaupt in Zug sind, und wir sind dann auf einzelne Personen gestoßen. Das waren ein paar Herren, die sind dann hier, ich habe immer gesagt, wie ein Raumschiff von einer fernen Galaxie hier in Zug gelandet. Man muss sich vorstellen, diese Leute sind aus der ganzen Welt nach Zug gekommen. Die mussten sich vertraut machen mit unserem Rechtssystem, mit unserem politischen System. Und da sind wir miteinander in Dialog getreten und haben so die verschiedenen Seiten einander aufgezeigt. Und dann hat der jetzige Stadtpräsident einen Bekannten eingeladen, Student der Hochschule St. Gallen, hat eine Bachelorarbeit gemacht, genau zu diesem Thema. Er hat uns dann das präsentiert, was sind Kryptowährungen, was ist Bitcoin, und nach 10 Minuten, ich bin mir vorgekommen wie in einem Boxring, da waren wir wirklich erschlagen. Aber wir sind dann Mittagessen gegangen, die 5 Stadträte, und haben dort gesagt, hey, wir akzeptieren Bitcoins zur Zahlung von Leistungen der Einwohnerkontrolle. Nur das. Wir haben das vor allem gemacht, weil wir als Verwaltung Erfahrung sammeln wollten. Wie können wir solche Kryptowährungen entgegennehmen? Was bedeutet das für uns? Und dann ging der ganze Rush los. Wir hatten Peer in einem Betragwert von über 20 Millionen. Wir wurden überhäuft von Anfragen auf allen Kanälen. Das war wirklich Goldgräberstimmung. Ich glaube, wenn wir von Beginn an gewusst hätten, wie unser Entscheid von der Bedeutung her eingeordnet wird, da hätten wir vielleicht gar nicht den Mut gehabt, diesen Entscheid so spontan und schnell zu fällen. Und von dem her war es gut, dass wir ein bisschen blauäugig an dieses Thema herangegangen sind. Die Leute waren unglaublich skeptisch. Eben, das ist was Neues, das ist wie KI heute oder die virtuelle Realität und so weiter. Ja, das ist einem ungeheuer. Weil ich ein bisschen Angst habe vor dem, will ich mich eben wirklich da reinknien in die Geschichte, oder dann verliere ich die Angst vielleicht auch ein bisschen. Das war so mein persönlicher Antrieb. Das hat alles zusammengespielt. Einerseits, dass viele bekannte Leute oder heute bekannte Leute diese Idee aufgenommen haben im Kryptobereich, dass wir zur gleichen Zeit einen Studenten gehabt haben, der seine Bachelorarbeit in diesem Bereich gemacht hat, und dass wir von unserer DNA auch gesagt haben, lasst uns das angehen. Und das eine hat das andere ergeben. Wir haben heute im Crypto Valley das Zug, das Zürich, das Liechtenstein, aber Zug ist immer noch das Zentrum, wenn man so will. Da haben wir jetzt 6000 Arbeitsplätze. Das ist ein volkswirtschaftlich gewichtiges Argument. Also das bringt man nicht mehr weg, oder? Mittlerweile kann man ja sagen, dass in der Schweiz über 50% von allen Firmen, die im Bereich Kryptowährungen sind wirklich in Zug. Selbstverständlich gibt es auch immer wieder negative Themen, wenn zum Beispiel eine Kryptowährung sich in Luft auflöst. Aber ich glaube, das ist der Preis, den man auch bezahlen muss, wenn man in einem Pionierbereich unterwegs ist. Es ist alles neu, man muss Erfahrungen sammeln, und da gibt es immer Dinge, die positiv sind und Dinge, die weniger positiv sind. Aber für mich persönlich überwiegen die positiven Dinge. Ich muss auch sagen, das war natürlich wahrscheinlich die beste Geschichte in meinen 16 Jahren Stadtrat, die ich erlebt habe. Die durfte ich noch erleben, und ja, vielleicht sind wir auch ein bisschen am Puls der Zeit, oder damals mindestens gewesen. Also es war ja eine Art wie ein Fenster in die Zukunft, wo Zug eben mitmachen konnte.
Irgendwo war das nicht Ratio, sondern das war Bauchgefühl von uns allen im Gesamtstadtrat. Das kann was Tolles geben. Lasst uns das mal ausprobieren. Und ich bin schon der Überzeugung, dass mit unserer DNA das Pioniertum erst angefangen hat.